Hallo liebe Pappmaché-Freunde! Dieses Video ist für diejenigen, die sich etwas tiefer mit dem Thema Pappmaché beschäftigen wollen. In der Corona-Zeit hatte ich viele Experimente gemacht und mein Atelier fast in ein Versuchslabor verwandelt. Hier zum Beispiel versuche ich geschreddertes Papier, ohne es noch mehr zu zerkleinern, in 3 verschiedenen Mischungen zu Pappmaché zu verarbeiten. Hier ist der erste Teil des Versuchs. Und danach folgt noch ein zweites Video dazu. Viel Spaß, los geht's! So, wir starten mit dem einfachsten Rezept, der einfach nur aus geschreddertem Papier und Kleber besteht sozusagen. Also du brauchst erstmal geschreddertes Papier. Ob das Büropapier ist oder Zeitungspapier, ist egal, es kann auch gemischt sein. Dann brauchst du Kleister. Normaler Kleister reicht, es muss nicht für starke Tapeten sein. Wasser, Holzleim oder Weißleim und mehrere Behälter. Als erstes rühren wir etwas Kleister an. Auf 500 Milliliter Wasser brauchst du etwa 3 gehäufte Esslöffel. Ordentlich einrühren. So, jetzt sind 20 Minuten oder mehr vergangen. Jetzt haben wir einen schön dickflüssigen Kleister. Und es kann gleich losgehen. Diese Holzleim, den könnte man direkt hier hinzufügen oder man macht es später. Also Kleister. Und jetzt nehme ich das trockene Papier und füge es hinzu. Und knete. So, noch ist das natürlich zu matschig. Ich gebe jetzt keine genauen Angaben, wie viel Papier man braucht. Das ist ganz schwer auch abzumessen bei dieser Art, bei dieser fein geschredderten Variante. Aber ihr seht gleich, wie das aussehen soll oder sich anfühlen muss, um das richtig zu sein, um die Konsistenz richtig zu haben. So, jetzt füge ich auch schon ein bisschen Kleister hinzu. Also bei dieser Menge, die ich hier hatte, gefühlt 1-2 Esslöffel Kleister. Es kommt ja noch mehr Papier dazu. Es ist immer noch zu weich. Erst wenn sich das wie so eine Knetmasse anfühlt, ist das richtig. Jetzt wird es schon langsam besser. Reicht noch nicht. So, ihr seht, es wird schon langsam zu einer Modelliermasse. Solange das noch so feucht ist, kann man Speisestärke hinzufügen oder Mehl, aber in diese Basisversion wollte ich das nicht machen, um einfach zu zeigen, dass es auch ohne alles funktioniert. Das Ergebnis wird halt dann ein bisschen grober, als wenn man jetzt noch weitere
Zutaten hinzufügt, wie Mehl oder Speisestärke. So, jetzt wird schon angenehm. Jetzt hat das schon fast die richtige Konsistenz. Jetzt haben wir eine weitere Variante, wo wir nicht Kleister nass anrühren, sondern das Papier nass machen. Also ich nehme geschütteltes Papier und mache das erstmal nass. Das darf ruhig schwimmen. So, das dürfte reichen für unser Experiment. Man kann es natürlich auch ein paar Stunden da drin lassen. Das schadet nicht, im Gegenteil. Aber es passiert auch nichts, wenn man sofort loslegt. Also ich drücke das Wasser nur grob aus. Also es darf ruhig ordentlich was drinnen bleiben. So. Also wir haben hier nasses Papier. Noch ordentlich nass, aber es darf nicht im Wasser schwimmen. Und jetzt füge ich ungefähr pro Tasse 3 ordentliche Esslöffel Kleister. Ein Schuss Holzleim. Jetzt wird geknetet. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das Ergebnis einstellt, weil der Kleister braucht seine Zeit, um seine Wirkung zu entfalten. Also du kannst es auch ruhig jetzt eine Viertelstunde stehen lassen und dann weitermachen. So, jetzt schauen wir das nochmal an. Ja, das fühlt sich schon gut an, damit kann man arbeiten. Ungefähr so ist es richtig. Es lässt sich gut reindrücken, lässt sich gut kneten. Man kann sofort loslegen oder das Ganze einpacken. Jetzt schaue ich mir die andere Masse an. Die fühlt sich ähnlich an. Also es ist kein Unterschied, ob du den Kleister vorher anrührst und das trockene Papier in dieses dicke Kleister reintust oder du machst das Papier nass und fügst trockenen Kleister hinzu. Also das ist unsere Grundmasse. Und jetzt zeige ich euch noch weitere Varianten mit Zusätzen. So, unsere nächste Variante ist wieder mit Nasspapier. Wir haben ungefähr eine Tasse Papier, ja. Jetzt kommen wieder 2 ordentliche Esslöffel Kleister hinzu.
1 Esslöffel Holzleim. Ups, bisschen mehr, macht nichts. Und was wir hier hinzufügen, ist halbe Tasse Calciumcarbonat. Das ist Kreidepulver. Und jetzt wird wieder geknetet. Noch passiert hier nicht viel, es ist sehr, sehr schmierig. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel Wasser drin gelassen habe. Das ist manchmal schwierig einzuschätzen, aber das macht nichts. Wir fügen einfach noch ein bisschen von einem trockenen Papier hinzu. Das ist nicht schlimm. Das wird sich alles gut vermischen und die Feuchtigkeit zieht überall ein. Es ist jetzt schon zu erkennen, dass es eine Art Spachtelmasse wird. Ja? Es ist eine Pappmaché und es wird feiner als dieses Pappmaché, was wir eben hatten. Die Ergebnisse werden wir miteinander vergleichen. So. Nochmal 20 Minuten warten, bis sich der Kleister dann auch entfalten hat sozusagen. Der braucht ein bisschen, um mit Wasser zu reagieren. Und dann kneten wir nochmal durch und schauen nach, ob es dann so ausreichend ist. Teste ich meine Masse, wunderbar, lässt sich gut kneten. Ist aber ein bisschen schmieriger als die ohne Calciumcarbonat. Kommen wir zum nächsten Rezept. Und dafür brauchst du wieder angerührten Kleister, etwas Mehl, günstiges Mehl und Schredderpapier. Los geht's. Schüttest deine gewisse Menge Kleister hin und fügst das trockene Papier hinzu. Es staubt ein bisschen. So, jetzt ist das sehr klebrig noch. Ne? Man kann noch ein bisschen Papier zufügen. Okay, wir haben so ungefähr eine Tasse geschätzt. Papier. Und jetzt kommt Mehl. Ich mache das immer nach Bauchgefühl, also es ist schwer abzumessen. Wir können es ja hinterher vielleicht ein bisschen vermitteln. So. Mehl. Noch ein bisschen. Also nehmen wir ruhig eine halbe Tasse Mehl circa und vermengen das Ganze. Jetzt ist es noch sehr, sehr klebrig, ja. Es ist eine Pampe, es ist ein bisschen eklig, aber es ist auch schön. Es hat was mit Rummatschen zu tun aus Kindertagen. Ja, es wird so langsam ein bisschen zu Teig, aber noch ist mir das zu dünn. Wir fügen noch ein bisschen mehr Papier hinzu, so lange das hier so schmierig ist. Es
ist das noch nicht optimal. Also das Mehl dient auch zusätzlich als Kleber, weil Mehl hat unglaubliche Klebkraft. Man kann aus Mehl auch einen natürlichen Kleister herstellen. Dazu vielleicht in einem anderen Video. So, langsam wird es angenehmer, aber das trockene Papier muss gut untermischt werden. Das dauert ein bisschen, bis sich das alles verbindet. Noch ein bisschen. Schau mal, jetzt wird es langsam kompakter. Lass es jetzt ein bisschen stehen. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ich knete das Ganze nochmal durch und merke, ja, das ist wunderbar. Diese Masse wollte ich haben. Es lässt sich gut kneten, es lässt sich gut ausstreichen. Und wir testen das gleich mal zusammen. So ihr Lieben, jetzt haben wir 3 Wege kennengelernt. Die wollen wir uns auch noch mal anschauen. Also, der erste Versuch war einfach nur mit Papier und Kleister und Zusatz von Holzleim. Also nur 3 Komponenten. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich egal ist, ob man erst den Kleister anrührt und das trockene Papier hinzufügt oder andersrum das Papier nass macht und hinterher trockenen Kleister hinzufügt. Das Ergebnis ist das gleiche und es fühlt sich gleich an. Dann haben wir diese Modelliermasse mit Papier gemischt oder mit Zugabe von Calciumcarbonat plus Kleister und Holzleim. Fühlt sich auch sehr gut an, ist aber ein bisschen schmieriger, hat etwas von Spachtelmasse. Wir schauen uns das nochmal im Test an. Und dann haben wir die dritte Mischung mit Papier und Mehl. Die klebt nicht so an den Händen, die ist sehr geschmeidig und modellierbar. Gefällt mir auch gut. So, und jetzt schauen wir uns an, wie man damit arbeiten kann und vergleichen das Ergebnis nach ein paar Tagen. Wenn das Video für euch hilfreich war, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und weiter geht's im zweiten Teil.